Es ist Tag 1 nach dem Flugzeugabsturz in Washington, D.C. Die Chefin der US-Verkehrsbehörde NTSB wies Spekulationen auch von Donald Trump über die Ursachen zurück. Man schaue bei der Untersuchung auf Fakten und das werde einige Zeit dauern, sagte sie. Innerhalb von 30 Tagen soll nun ein vorläufiger Bericht vorgelegt werden. Alles andere seien Spekulationen, so Jennifer Homenday. Bei dem Absturz waren eine Passagiermaschine und ein Hubschrauber über dem Ronald Reagan National Airport kollidiert und in den Fluss Potomac gestürzt. Alle 67 Menschen an Bord der beiden Maschinen kamen ums Leben. Präsident Trump geht von einem Fehler des Hubschrauberpiloten aus. Außerdem macht er Diversitätsprogramme bei der Flugsicherung für das Unglück mitverantwortlich, die seiner Ansicht nach zu abgesenkten Standards in der Flugverkehrssicherheit geführt haben. Und damit zu unserem US-Korrespondenten Gregor Schwung nach Washington, D.C. Guten Morgen, Gregor. Ja, inzwischen sind die beiden Flugschreiber also geborgen worden. Was ist denn jetzt über die Ursache für das Unglück bisher bekannt? Diese Untersuchungen laufen zur Stunde. Die Flugschreiber müssen jetzt erstmal ausgewertet werden. Das läuft parallel sowohl für den Helikopter als auch für die Passagiermaschine. Was allerdings schon bekannt ist, ist, dass der Tower auf dem Ronald Reagan Flughafen hier in Washington offensichtlich personell unterbesetzt war. Das ist klar. Das haben diverse Medienberichte ergeben. Journalisten haben dort mit Fluglotsen gesprochen. Dort war man offenbar nicht so gut besetzt, wie man hätte besetzt sein wollen. Woran das gelegen hat, ist allerdings unklar. Gregor, ich habe es ja eben schon kurz angesprochen. Also Präsident Trump macht nun die Diversifizierung für die Kollision mitverantwortlich. Wie muss das verstanden werden, was der Präsident da gesagt hat? Ja, er hat gesagt, dass er für sehr hohe Standards gesorgt habe während seiner Amtszeit, nachdem die in der Obama-Regierung sehr niedrig gewesen seien. Und dann, nachdem er aus dem Amt geschieden sei, hätte Joe Biden die Standards wieder auf das Obama-Niveau herabgesenkt. Außerdem hat er auf Diversitätsprogramme angespielt. Da soll es sozusagen andere Kriterien bei der Suche von Mitarbeitern gegeben haben, dass man da auf Kriterien achtet, die nichts mit sozusagen dem Können der Mitarbeiter zu tun haben, sondern eher, dass sie gewisse Quoten erfüllen. Allerdings gibt es keine Hinweise darauf, dass das tatsächlich so gewesen sein soll und das dann tatsächlich auch diesen Absturz herbeigeführt haben soll. Das ist also eine politische Attacke von Donald Trump auf den Gegner, auf die Demokraten, auf Joe Biden, die aber mehr ablenkt, als dass sie zur Aufklärung beiträgt. Gregor, danke für all diese aktuellen Informationen zum Flugzeugabsturz in Washington, D.C.